Hallo. Hallo. Wir sind's wieder. Die Piranhas. Ja. Genau. Und heute haben wir eine etwas andere Aktion für euch mitgebracht. Wir haben nämlich eine dicke Box hier bekommen. Ich halte sie mal kurz hoch. Das hier ist die Lootbox auf Wanderschaft. Die ganze Aktion hat der Bernie 81 ins Leben gerufen und diese Box, die wandert jetzt erstmal zu uns und dann später noch irgendwie zu ein paar anderen Leuten und wird befüllt mit coolem Stuff. Der Bernie hat zum Beispiel schon mal was reingetan hier. Ein paar coole Geschichten. Zum Beispiel hier, das ist doch was für dich, ne? Batman? Hier ist nämlich hier so ein Batmobil drin. Ja, sehr schön. Ja, cool. Ne? Hier sowas hier. Ja. Oder eine coole Tasse, eine große. Rick and Morty steht drauf. Oder ein Fallout-Figur. Boah. Da könnt ihr mal gucken. Und was ist noch drin? Hier ist so ein Captain Marvel-Figürchen sind da auch drin. So, und wir haben jetzt die Aufgabe, hier sind auch noch so ein paar Buttons irgendwie. Also hier ist schon ein bisschen cooler Stuff drin und wir machen jetzt noch ein bisschen was rein und dann schicken wir diese Box weiter auf Wanderschaft. Und irgendwann kommt diese Box dann bei Nerdstar an. Nerdstar ist ein Kanal, könnt ihr auf Twitch gucken, Nerdstar TV. Und Nerdstar, die machen am 7. April eine besondere Aktion. Da werden diese Lootboxen, 4 Stück sind insgesamt unterwegs, nämlich versteigert. Und wenn ihr eine davon ergattern wollt, dann könnt ihr am 7. April einschalten und gucken, wie die Dinger versteigert werden. Das Ganze ist für den guten Zweck und geht an Helden e.V. in der Aktion. Und Helden e.V., die machen was gegen Mobbing und Cybermobbing. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Und da sind Buttons drin. Guck mal hier. Buttons. Ja, dann tun wir natürlich auch ein bisschen was rein. Also wenn ihr ein bisschen Piranha-Bytes-Stuff haben wollt, dann lohnt sich das vielleicht auch für unsere Leute. Was wir uns gedacht haben, ich hätte sie nicht. Guck mal hier, wurde oft gefragt, eine Piranha-Bytes-Tasse, ja, kommt, zack, in die Box. Ich stell die mal ab, dann ist es ein bisschen einfacher für mich. Ja, man kann die eh nicht sehen. Man hört dich nur so schlecht, wenn du weiter weg gehst. Gut. Gut. So. Nächster Kram. Eine Piranha-Bytes-Tasse. Dann haben wir noch diesen Nasty-Comic. Der kommt auch in die Box. Den gab's... Mittlerweile super selten auf irgendeiner RPC, Gamescom, glaube ich. Ich glaube, der war Gamescom exklusiv, deswegen gibt es diese Dinger nicht mehr. Nee. Außer in dieser Box. Ja. Wer es noch nicht hat, ein Elex Artbook packen wir auch in die Kiste. Sehr schön. Dann haben wir noch hier einen Elex Crony Anhänger. Also eine kleine Kampfdrohne. Genau. Am Bändel. Immer noch heiß begehrt. Ja, tatsächlich. Es gibt auch nicht mehr viele. Damals gewesen in der Gothic 3 Collectors Edition eine Gothic-Kette. Ja, die Schläfermaske. Die Schläfermaske. Und last but not least eine Elex-Figur. Eine Alp-Figur mit Schwert. Elexitor. Bitte, sehr schön. Solltet ihr diese Figur bekommen, bitte nicht abbrechen. Man kann den Stiel abziehen. Ja? Vom Schwert. Und dann in die Hand reinstecken. Erstmal den Stiel und dann das Schwert dran tackern wieder. Genau. So, das kommt auch in die Box. Und jetzt schicken wir das Ganze weiter. Und zwar an Black Forest Games. Computerspieleentwickler, jetzt gerade frisch rausgebracht, Destroy All Humans. Cooles Spiel. Schaut mal rein und die tun auch noch coolen Stuff rein. Ihr könnt die ganzen YouTube-Videos hier verfolgen auf dem Kanal von Bernie. Der verlinkt das Ganze in der Playlist. Und natürlich dann später bei Nerdstar euch angucken. Und ich würde dann mal sagen, schicken wir das Ganze mal los.